Wir befinden uns heute auf der Fondskonferenz von Clifford Chance in Frankfurt, die nach 3 Jahren aufgrund der Pandemie endlich wieder in Person stattfinden kann. Insbesondere freue ich mich darüber, zu verschiedenen Themen mit meinen Kollegen zu sprechen, wie zum Beispiel ESG, aber auch den LTIF oder auch aktuelle Themen zur Steuerstrukturierung oder Fondsstrukturierung allgemein in Luxemburg, aber auch in Deutschland. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke tatsächlich, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Es sind die Themen, es sind die Vortragenden selbst, also wir, und es sind natürlich auch die Zuhörer. Also gerade bei den Themen beispielsweise versuchen wir immer ganz aktuell zu sein. Wir haben beispielsweise vor Jahren schon über Kryptofonds gesprochen. Wir haben gesprochen über Einbringungsfonds. Wir haben gesprochen über steuerliche Neuerungen in Luxemburg und beispielsweise auch künstliche Intelligenz beim Asset Management. Und diese Themen betrachten wir natürlich immer, und auch das ist besonders, an der Schnittstelle Deutschland und Luxemburg. Auch das macht uns als Team aus, Luxemburger und Deutsche gemeinsam hier an diesen Themen. Und zu guter Letzt, diese Themen brechen wir runter auf die Zuhörer. Das heißt, wir versuchen sie anwendbar zu machen und nicht abstrakt zu lassen. Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite sind ja, die Zuhörer selbst. Das heißt, im Lauf der Jahre hat sich die Fondskonferenz zu einem Branchentreffen entwickelt. Man trifft sich einfach gerne und tauscht sich aus. Und das ist, glaube ich, mit auch ein Grund, warum wir diesmal nach der Corona-Pause mit einem gemeinen Mittagessen starten wollen. Und zu guter Letzt natürlich wir, die Vortragenden selber. Wir arbeiten regelmäßig und eng zusammen. Der Marco, der Jan, die Marin, ich, wir alle seit Jahren. Und darum freuen wir uns auch, gemeinsam sprechen zu dürfen. Und ich denke, das merkt man auch. Der Markt ist sehr gespannt auf die Veröffentlichung des BMF-Schreibens, des Schreibens des Bundesfinanzministeriums zur Auslegung des Außensteuergesetzes. Die neuen Regelungen sind zu Beginn des Jahres in Kraft getreten. Allerdings müssen sie in der Praxis schon angewendet werden und im Moment weiß niemand so genau, in welchen Konstellationen eigentlich die Vorschriften zur Anwendung kommen, das steuerliche Reporting durchgeführt werden muss und es wird damit gerechnet, dass noch vor Jahresende ein erster Entwurf der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, um dann mehr Klarheit zu bekommen, in welchen Strukturen wir tatsächlich das Außensteuergesetz dann anwenden müssen. Eine weitere Herausforderung ist, dass ab 2024 die ATA3-Richtlinie umgesetzt wird. Dort müssen wir alle grenzüberschreitenden Strukturen daraufhin überprüfen, wo ausreichend Substanz ist und die entsprechenden Merkmale der Richtlinie umgesetzt sind. Natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht die Frage, wie werden sich die einzelnen Assetklassen entwickeln? Welche Investments sind derzeit so bepreist, dass sie erworben werden können? In struktureller Hinsicht, und da kommen wir natürlich dann als Anwälte und Steuerberater ins Spiel, da stellt sich die Frage, welche Fondsvehikel sind geeignet, welche Strukturen können genutzt werden, um möglichst effizient, aber natürlich auch kostengünstig und damit renditefördernd anzulegen. Ich glaube, ich würde sagen, das Thema Nachhaltigkeit, über das wir heute sprechen werden. Richard von Weizsäcker hat gesagt, Umweltschutz ist Nachweltschutz. Und ich glaube, das ist ganz bezeichnend. ESG und Nachhaltigkeit ist natürlich mehr als bloßer Umweltschutz. Aber es hat natürlich in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Und gerade für mich jetzt persönlich, wenn man Familie hat, wird es natürlich auch im persönlichen Umgang immer wichtiger. Insoweit ist es tatsächlich spannend, sich über die aktuellen Entwicklungen mit Mandanten auszutauschen, über die Erfahrungen mit den Aufsichtsbehörden, der BaFin und der CSSF und gemeinsam zu sehen, wie sich die rechtlichen Konturen eines Artikel 6, 8 und 9 Fonds nach und nach entwickeln. Und für mich ist es einfach ganz, ganz spannend, die Mandanten bei diesen Schritten zu begleiten. Und darum ist das Thema Nachhaltigkeit sozusagen für mich der ideale Mix aus persönlicher Betroffenheit und Neugier, Dinge mit Mandanten zu gestalten.